Wow, Mist. Echt spannend, lohnt sich. Die Schönheit der Erde lässt sich nicht kaufen. Sie gehört denjenigen, die sie entdecken. Nachdem wir Sardinien gestern mit atemberaubenden Ausblicken aufs Meer Offroad genossen haben, liegt nun die angeblich schönste Stadt der Insel vor uns, Alghero. Ob sich ein Aufenthalt hier und ein Besuch der nahegelegenen Grotte lohnt? Wir finden es heraus. Der Tag bricht an. Die orange-gelbe Sandmaske von gestern ist mittlerweile an den Motorrädern getrocknet. Die Nacht auf dem etwas mysteriös wirkenden Campingplatz, auf dem wir als einsame Gäste die letzte Nacht verbringen, bevor er für dieses Jahr geschlossen wird, war geprägt von Tierstimmen und Flugzeuglärm. Zeit weiterzufahren. Wir wollen nach Alghero und bleiben auf dem Weg dahin an einem Hotel in Meeresnähe hängen. Von hier aus haben wir einen tollen Blick auf die, wie manche sagen, schönste Stadt der Insel. Auf einer kleinen Landzunge positioniert ist Alghero an 3 Seiten von Wasser umgeben, was diese Festungsstadt an der Westküste zu etwas Besonderem macht. Hier werden wir einen Tag lang Ruhe tanken und tiefer in das Leben an diesem Ort eintauchen. Es lohnt sich besonders, frühmorgens zum Strand zu gehen, weil es dann noch so schön leer ist dort. Außer der Gesellschaft einer Katze und einer Spaziergängerin waren wir alleine. Bevor das Video weitergeht, drück auf den Daumen nach oben und abonniere kostenlos, damit du weiterhin keine neuen Videos verpasst. Wir sind absolut keine Fans von riesen Hotelanlagen für den Massentourismus. Doch die tolle Lage und der humane Preis haben uns in diesem Fall überzeugt. Das Oasis Hotel. Eigentlich gar nicht unser Stil, aber diesmal ganz cool. Eine Blüte am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und das bei dem blauen Himmel. Wonderful. Aber auch ein bisschen Bauchschmerzen. Ah ja, erzähl uns mehr. Was? Erzähl uns mehr. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen vom Essen. Einfach zu viel, so viel Zucker, Süßzeug. So, das Angebot ist groß und man meint als Gast, man muss sich die ganze Scheiße reinstopfen, bis es überall wieder rauskommt. Ekelhaft. Ah, dann wissen wir jetzt, was heute noch so passiert. Wir haben heute noch ein bisschen was vor. Einen Besuch in einer Grotte. So ausnahmsweise heute mal ohne Kombi unterwegs, da wir ja gleich in der Kombi, wie wir gerade angezogen sind, auch durch die Grotte gehen. Und 40 Minuten mit Motorradkombi und so wollten wir uns das nicht antun. Deswegen heute mal ausnahmsweise. Ist auch nur ein ganz kurzes Stück bis zum Capo Caccia. Da müssen wir quasi jetzt das Ticket noch bezahlen, was wir gestern reserviert haben. Der Eintritt für die Grotte kostet 14 €. Es sei denn, man hat so ein Alghero-Ticket. Damit könnt ihr die Grotte und andere Sehenswürdigkeiten besichtigen. 40 Minuten geht die ganze Führung. Ich bin so gespannt. Los! Voll ungewohnt, so ohne dicke Gepäckrolle hinten drauf und so, ne? Oh, jetzt machen wir das mal so wie die Italiener. Die fahren hier nämlich sogar noch mit kurzer Hose, T-Shirt. Einmal fühlen wie ein Italiener, oder? Ja, das war doch geil, oder? Hat sich voll gelohnt. Es
geht jetzt hier auch wirklich relativ gerade die ganze Zeit nur parallel zum Strand entlang auf dieser Straße. Das dürfte alles ganz glimpflich hier verlaufen. Ganz glimpflich verlaufen? Ja, ich finde, es ist schon ein ungewöhnliches Gefühl, wenn du mit so weichen Sportschuhen fährst. Also meine haben hier eigentlich nur so eine Stoffummantelung und unten pur Gummi, was sehr, sehr lose ist. Ich finde das schon ein bisschen komisch, damit zu fahren. Das fühlt sich so geil an. Ich Ja. liebe das ja richtig. Wind an der Haut, Ja, diese Leichtigkeit. Ich finde, das ist auch so ein richtig, nochmal ein besonderes Gefühl so beim Fahren. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Auch irgendwie eine Form von Freiheit. Ne? Klar, Ja. ist das jetzt nicht so sicher. Klar, wenn irgendwas passiert. Aber so, seien wir mal ehrlich, beim Fahrradfahren müsste man theoretisch auch komplett mit Schutzkleidung fahren, weil wenn du mit 30, 40 auf Schotter hinfällst oder sowas, hast du auch die ganze Haut auf. wenn du davon halt Videos online stellst, wie du das machst und du bist irgendwo ein Vorbild, Ja, ne, das stimmt schon. dann ist es halt schon verwerflich. Aber ich denke, Leute, ihr kennt mich, ich fahre sonst immer mit kompletter Montur und unter den Umständen, dass man jetzt quasi einfach nur zu so einer Besichtigung hinfährt. Und ja, es liegt halt im eigenen Ermessen, wenn jetzt ein Unfall ist, dann habe ich das zu verantworten. Aber es ist auch mehr jetzt Thema Aufbauschen als irgendwie, das ist wirklich, glaube ich, Nee, aber ich Thema finde, ist. da könnte man tatsächlich schon mal drüber sprechen. Weil ich finde, das ist schon so eine Sache. Erstens, man hat es sowieso immer selbst zu verantworten. Und beim Thema Motorradfahren wird sich ganz schnell immer so beschwert, beziehungsweise viele fühlen sich dann irgendwie dadurch angegriffen, obwohl es ja komplett dein eigenes Ding ist. Mhm. Und das tun vor allen Dingen, weil sie das ja woanders auch nicht machen. Ne? Also bei jeder anderen Sportart, die total gefährlich ist, hier irgendwie so Parkour-Leute, die über irgendwelche Häuserdächer springen oder sowas, die haben auch alle nichts an. Oder wenn du Fallschirm springst oder sonst irgendwas. Ja. Gut, beim Fallschirm ist auch, glaube ich, egal, ob du da noch irgendwas anhast. Habe ich auch wenn gerade das nicht gedacht. gut geht. Ja, aber so sämtliche andere Sachen. Ja, ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr dazu steht. Und ich bin gespannt zu lesen, wie eure Meinung dazu ist. Vom Hotel aus fahren wir 35 Minuten bis zum Ticketschalter. Dort soll man 40 Minuten vor Beginn der Führung sein Ticket abholen. Wir sind jetzt hier an einem Punkt, wo es noch 600 Meter bis zur Grotte ist. Hier stellen wir unsere Motorräder jetzt ab und holen uns die Tickets und laufen. Von Alghero aus, also unser Hotel ist quasi dahinter, sind wir dann also entlang der Küste diesen Weg gefahren, um dann dort beim Capo Caccia loszustiefeln zur Grotte. Sehr cool. Cooler Ausblick von hier, ne? Nochmal so ein bisschen eine andere Seite vom Meer und von der Küste. Die Mischung aus Felsen und den ganzen Sträuchern hier sieht irgendwie schon geil aus. So ein bisschen nach Ausland. Der Ausblick, den man von hier oben hat, ist schon echt richtig nice. Es gibt übrigens tatsächlich Motorradfahrer, die an dieser Stelle wieder kehrt gemacht haben. Wieso? Das seht ihr jetzt. Um zur Grotte zu gelangen, gilt es, 654 Stufen zu überwinden. Ich hoffe, die haben das hier alles gut gemauert, nicht, dass das gleich abbricht. Die Treppe führt uns entlang der gesamten Wand des Massivs von Capo Caccia. Geil, die hochkommen, sind so voll verschwitzt einfach. Werden wir sehen, was nachher Wir wahrscheinlich auch so. Oh, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Für Leute mit kaputten Knien ist das eher nichts.
Hast du mal gezählt, wie viele Stufen wir schon haben? Selbstverständlich, ich zähle die ganze Zeit mit. Jetzt geht's hier ordentlich bergab, ey. Gleich geschafft. Stell dir mal vor, du fällst jetzt hin und so in den Vordermann. So ein Domino-Effekt einfach. Machst du dich nicht so beliebt. Wir sind da! Also ich habe jetzt weiche Knie. Für alle, die keinen Bock auf weiche Knie haben, gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Schiff direkt zum Eingang der Grotte zu schippern. Guck mal, da sind die Leute, die mit dem Boot ankommen. Die faulen Säcke. Ist voll nass, ne? Schmeckt das so salzig? Ich leck da jetzt nicht. Am Eingang der Grotte kommen wir erstmal in einen großen Saal. Obwohl hier mehrmals täglich Führungen angeboten werden, ist nicht gerade wenig los. Halt eine klassische Attraktion für Pauschalreisende. Ja, wir kommen uns hier wie waschechte Touristen und weniger wie Reisende vor. Die Neptungrotten repräsentieren ein beeindruckendes Naturschauspiel und haben ihren Namen von der römischen Meeresgottheit Neptun. Von oben tropft es, während ich unten über kleine Krater laufe. Die von der Decke hängenden Tropfsteine sind Stalaktiten. Und ihr Gegenstück sind die vom Boden emporwachsenden Stalagmiten. Sie sind wie eine Schale geformt, um Regenwasser zu sammeln, das von den Vögeln genutzt wird, die in diesem Meeresgebiet nisten. Wow, Schwalben. Anfassen der Stalaktiten ist übrigens strengstens verboten. Darauf hat die Führerin hier, sagt man Führerin, mehrmals hingewiesen. Also das haben sie nicht so gerne. Die Info kam allerdings erst, nachdem ich neugierig mit dem Fels auf Tuchfühlung gegangen war. Aber Ehrenwort, ich habe nichts kaputt gemacht. Pro Zentimeter braucht es ungefähr 300 Jahre, wenn so ein Ding entsteht. Nach dem ersten Saal kommt ein Abstieg hinein in Saal Nummer 2. Tock der Helm, tock der Arsch. Das ist schon ganz schön eng hier, ne? Ghosty, Ghosty. Apropos Ghosty, Klaustrophobie darf man hier auch nicht haben, sonst wird's schwierig. Hier befinden sich die kalkhaltigen Strukturen, die teils bis zu 9 Meter hoch werden. Plötzlich erfüllt eine Stimme die Hallen von Moria. Die Führung ist auf Englisch. Die faszinierenden Karstformationen wurden mit der Zeit von der Natur geschaffen und ihre Bildung liegt wahrscheinlich 2 Millionen Jahre zurück. Sowie in vielen anderen Höhlen der Region wurden Spuren gefunden, die eindeutig zeigen, wie sie schon von den Urmenschen für verschiedene Zwecke genutzt wurden. Der See hier hat salziges Wasser und seine Größe macht ihn zu einem der größten Salzseen Europas. Die stalagmitische Formation, die hier aus dem See herausragt, trägt den festlichen Namen Weihnachtsbaum. Der für uns Touristen zugängliche Weg endet mit der Tribuna della Musica, die einen spektakulären Blick von oben auf die Höhle bietet. In der Vergangenheit war dies der Ort, von wo aus ein Orchester die Besucher der Höhle begrüßte, indem es spielte und ihnen ermöglichte, auf dem kleinen Strand unterhalb der Tribüne zu tanzen. Man kann sich gar nicht vorstellen, finde ich, dass das jetzt quasi nur ein Teil der Höhle ist. Es gibt noch
wirklich einige Areale, die dann nur für Forscher-Teams zugänglich sind. Für uns Touristen ist hier ein klarer Bereich abgesteckt, aber ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt auch nicht noch woanders hin wollen, weil ich glaube, wenn das da nicht ganz sicher ist und so, man hat ja so schon das Gefühl, vorsichtig sein zu wollen, dass hier nicht irgendwas abbricht oder so. Vor allem hier, wo der Fels nur einen schmalen Spalt zum Durchgang lässt. Die gesamte Grotte dehnt sich auf etwa 4 Kilometern aus. Nach 20 Minuten Führung hinein in die Höhle drehen wir uns hier um und es geht 20 Minuten wieder raus. So vergehen die 40 Minuten wie im Fluge. Der Charme dieses Naturerbes wird selbst im kurzen Abschnitt, der den Besuchern zugänglich ist, spürbar. Ich muss gestehen, es ist irgendwie auch ein erleichterndes Gefühl, wieder das Tageslicht zu sehen. Kaum haben wir die Neptungrotte verlassen, legt schon die nächste Ladung Besucher an. Bevor wir den Rückweg antreten, steht ein Fazit an. Unsere Empfehlung an euch: Macht es auf gar keinen Fall. Für so ein bisschen Stein 14 €. Die haben sie ja wohl nicht alle, dann die ganzen Touris. Nee. Zum Kotzen, einfach nur zum Kotzen. Natürlich nicht. Man muss natürlich klar sein, dass das hier schon sehr tourimäßig ist. Also man ist mit vielen Leuten unterwegs. Das ist natürlich wie bei allen Orten. Wäre das natürlich noch schöner, wenn man das Ganze alleine sich angucken kann oder zumindest mit ein bisschen weniger Menschen. Aber wenn man schon mal hier ist, dann kann man sowas auf jeden Fall mitnehmen. Und da finde ich 14 € auch echt angebracht. Und schon beeindruckend, was die Natur da sich über die Jahrtausende selbst errichtet. Also ich finde auch, für so einen Tag in Alghero kann man sich das mal vornehmen, um einfach mal gesehen zu haben, wie so eine Höhle von innen aussieht. Das kann man sich natürlich alles auf Fotos auch anschauen, aber das selbst erlebt zu haben, ist wie immer beim Reisen das Nonplusultra. Das ist einfach das Allerbeste. Dafür reisen wir ja auch, weil am Ende kann man sich alles in Dokumentationsfilmen angucken, aber das nachher selber zu erleben, ist nochmal was ganz anderes. Es sind auf jeden Fall einige schöne Einblicke, die man so mitnimmt. Dann noch zusätzlich von Sardinien, weil das sieht man jetzt so von der Straße aus ja nicht. Allerdings solltet ihr wirklich fit sein dafür. Also jetzt nicht Probleme mit den Knien haben oder Kreislauf oder so. Durchfall wäre hier auch nicht so gut. Weil hier gibt es nämlich nur vorne eine Toilette und in der Höhle nicht mehr. Also von daher müsst ihr euch gut fühlen, sonst habt ihr ein Problem schon. Ne? Man sieht es an meinen Haaren. Wenn ihr einen Bad Hair Day habt, ne? Einen Bad Hair Day habt, dann bitte auch nicht. Ich wollte damit zeigen, wie anstrengend das ist. Also ich bin ja bekannterweise topfit, also sportlicher geht's nicht. Und selbst ich bin hier ordentlich am Schwitzen. Ja, genau. In diesem Sinne, auf die zweite Cardio-Einheit an diesem Tag. Die 654 Stufen im Freiluftstil wieder zurück. Lass uns doch das Boot nehmen, ich kann nicht mehr. Natürlich haben wir den Rückweg zu Fuß durchgezogen. Spoiler, am nächsten Tag grüßen die Waden mit einem Muskelkätzchen. Umso schöner war es, danach wieder auf die Afrika Twin zu steigen und den Ausblick fahrend zu genießen.
Um 12:30 waren wir aufgebrochen zum Ticketschalter am Capocaccia. Und um 16 Uhr sind wir zurück am Hotelzimmer. Zeit, sich Alghero weiter anzuschauen. Ob das ein Teil alter Stadtmauern ist? Jedenfalls macht es neugierig, dieses Relikt des Verfalls unter die Lupe zu nehmen. Als wir auf dem Weg zu unserer liebgewonnenen Pizzeria sind, bleiben wir an einem Schaufenster stehen. Koralle, Koralle. Koralle, 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 Koralle. Adler. Hier wird also Schmuck aus Korallen gemacht. Du weißt, wie man das macht. Auf der anderen Seite, weil hier ist Abdeckung, hier ist Schlafstein. Das wäre was für dich, ne? Ja. Finde ich geil. So Oldschool-Handwerkssachen finde ich super, wenn Leute das machen. Finde ich auch beeindruckend. Also wenn Leute sowas können, da habe ich mehr Respekt vor als vor so manchem Studierten. Alghero ist für sein rotes Gold, die Koralle, berühmt geworden. Die Küste ist relativ reich an diesem geschätzten Produkt, weshalb sie auch La Riviera del Corallo genannt wird. This is the coral with a sort of skin. The real color is inside. This is with the skin, but the water you can see the red color. You can find deep red or more light. So you have two different kind of colors. Die erste Schicht der Koralle wird durch Reibung und Wasser abgetragen. Now you can see the color, but anyway it's not shining. It's clear. And now ready. Die Stadt Alghero verleiht den Läden, die echte Korallen verkaufen, dieses A. Das heißt, alle Läden, die das A nicht haben, machen eventuell Fake-Korallenprodukte. Und das ist wohl hier auch sehr häufig. Das erkennt man auch daran, dass die dann sehr, sehr billig sind, diese Produkte. Solltet ihr also hier sein und auch mal so eine Korallenkette oder Ohrring oder irgendeinen Schmuck daraus kaufen wollen, achtet darauf, dass es ja aus so einem Laden stammt, wo das Ganze auch wirklich echt ist. Das hat nämlich hier auch wirklich eine Bedeutung, quasi sowas wie Heiligtum, heilig sein, geschützt sein. Und das hat hier wohl echt eine richtig lange Tradition und ist in Alghero auch sehr, sehr verbreitet. Nach diesem informativen Besuch gibt's dann eine richtig leckere Pizza, die wir uns an gleich 2 Abenden hintereinander gönnen. Das ist meine Hand. Ich habe wirklich eine große Hand und das ist eine riesige Pizza. Wow. Unser Fazit lautet: Alghero selbst ist jetzt, wie ich finde, nicht die wunderschönste Stadt. Also es ist sehr, ein bisschen Großstadt-Flair. Aber zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, kann man hier als Reisender einen guten Ruhetag einlegen und sich die Beine in der Neptungrotte mit imposanten Eindrücken aus der Natur vertreten.